Hola amigos, familia, aquí Oscar HR. Hoy estamos en Dresden, en el Drum and Bass Festival. El nombre es un poco confuso porque no tiene nada que ver con la música drum and bass, sino con bateristas y bajistas. Durante todo el día va a haber masterclass de diferentes profesionales, músicos internacionales de Alemania, de todo el mundo, que vienen a este pequeño festival en Dresden, quizás uno de los más importantes. Y quizás vaya cambiando un poco de idioma porque, como ya he dicho, hoy estamos aquí con músicos internacionales. Los talleres van a ser probablemente en inglés o en alemán. Y además estoy con Falco, el batería de 20 Years Later. Hi Falco. Hola, mir geht's gut. So, wie gesagt, heute Drum and Bass Festival. Ich habe schon kurz erklärt, Drum and Bass ist manchmal ein bisschen verwirrend. Es geht eigentlich um Schlagzeuger Und Bassisten, ja, genau. Nicht die Musikrichtung. Genau. Und dann, du warst schon 3-mal dabei. Viermal sogar. Viermal sogar. Es ist auf jeden Fall eine kleine Veranstaltung, also für Dresden ist okay, also ziemlich, also berühmte Künstler, die hierher kommen. Sogar international bekannte Künstler. Genau. Und wir sind gespannt. Welcher ist dein Highlight für heute? Also ich bin sehr gespannt auf Benny Crabb. Viele werden ihn vielleicht schon kennen. Das ist mein persönliches Highlight. Ansonsten mal sehen, wir lassen uns überraschen, was noch so kommt. Okay, dann lass uns mal reingehen. Ich würde nicht sagen, ja, es ist essentiell. Du kannst nicht Jazz spielen und mega geil Hip-Hop-Beats spielen. Auf jeden Fall. Was wirklich zählt, ist die Musik zu kennen, also Hip-Hop, die Musik, die man spielen will, zu kennen und sehr viel an seinem Sound und seiner Timing zu üben. Das würde ich sagen, ist essentiell. Hip-Hop kommt vom Jazz und es gehört für mich zusammen, sowohl von der Soundästhetik, als auch vom Feel, als auch von dem historischen Kontext. Deshalb würde ich es jedem empfehlen einfach. Jeder, der Drumming ernst nimmt und wirklich Gas geben will in diesem Stil und authentisch verstehen möchte, wie das funktioniert, dem würde ich das einfach empfehlen. Also ich würde es einfach empfehlen, aber es ist meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig. Es ist einfach cool, das zu machen und es hilft viel, vor allem Swing, Feel und Hip-Hop. Wenn man es so übt und mit diesem Feel Jazz spielt, dann groovt es einfach hart. Also man kann auch den Weg gehen, man kann auch über Hip-Hop zu Jazz gehen. Ja. Wichtig ist einfach zu machen, was einen selbst im Herzen toucht, was man wirklich fühlt und unbedingt machen möchte.
vielen Dank euch nochmal. War mir eine Ehre, hier eröffnen zu dürfen. Mega geil. Danke an alle. Paul Albrecht, vielen Dank, dass du da warst. Es war mega. Danke dir. Wow, wow, wow. Dieser Wand, Benny Greb, geht schnell rüber. Wow. Safe auf den Platz und So. So, das war, was haben wir gesehen? Das war Paul Albrecht war das jetzt. Genau, und das war Groove, Groove, Musicality and Jobs. And that was amazing. Also, der Typ war richtig krass. Ja. Ich habe meinen Pro-Tipp, die eigentlich funktioniert auch für Gitarre, Bass und Schlagzeug und alles. Ganz wichtig, der Typ hat gesagt, üben, um diese Muscle Memory zu entwickeln. Zu trainieren, ja. Damit du beim Spielen vorher, das ist der Key, vorher anhören kannst in deinem Kopf, was du zunächst spielen willst. Also, und im Prinzip, dass du lernst, das zu vokalisieren, was du spielen möchtest. Wie zum Beispiel im Konakol aus dem Indischen. Genau, so. Ja, üben, aber Ziel ist, du kannst dich schon vorher, also du kannst schon vorstellen, was du spielen willst, welche Drumfeel, was. Und jetzt hören wir hier hinter. Benny Greb ist jetzt dran. So, dein Highlight? Dann lass uns mal. Lass mal schnell reingehen. Ja, bis gleich. Scheiße. War echt geil. Also ich musste sogar hier ein paar Notizen machen, weil hat verschiedene Highlights oder verschiedene Themen gesprochen. Also Nummer 1 würde ich sagen, Schlagzeug spielen, beziehungsweise Drumkit-Sound, spielen mit den Materialien, Geräusche und alle Teile. Ja, diese ganzen kleinen Spielereien, die er mit dem Becken macht. Nicht nur Standard spielen, also du hast natürlich Sticks und dann hast du Becken und dann hast du Toms und dann schlagst du mit deinen Sticks. Aber wir vergessen, dass alle die Materialien machen auch Geräusche. Du kannst mit die Hände spielen, du kannst die Metallteile verwenden. Also das war... Die ganze Hardware. Ja, ganze Hardware. Dann hat er auch über Flow gesprochen. Und hier kam wieder erstmal üben, die Technik unter Kontrolle zu haben, damit du nicht mehr nachdenken musst. Ja.
dann kannst du vordenken, dann kannst du die verschiedenen Melodien vorstellen und dann zu überlegen, wie du machst. Genau, und dann bekommst du diese Flow. So the two things that I think about when it's about flow is, first of all, do you have the ability that ideas you have come out? That's the flow, right? It's like I have an idea, I can play it. Instead of like, yeah? If you don't develop technique-wise, when you are brave and you try something and it fails, you have this feeling of like, oh damn it. And then what happens? You get more careful. Right? It's like, and then you try out less things, you become less brave. And then what happens? You get bored out of your mind. You always play the same shit, right? It's like, so you have to develop technically somehow that you don't have to think about technique anymore. Das war wichtig. Und dann. Also Hausaufgaben für mich. Und dann auch, wir reden über Hausaufgaben, optimiertes Üben. Dass man nicht 8 Stunden im Proberaum da rumläuft, sondern einfach optimiert. Also du gehst in den Proberaum und sagst, okay, heute übe ich das und das und das, 1 Stunde oder 30 Minuten, weil natürlich wir arbeiten, wir haben auch, keine Ahnung, soziales Leben, Partnerin, wie auch immer. Arbeit und so weiter. Arbeit und so weiter, dann müssen wir wirklich optimieren. Ja, wie sagt man das? Deine Energie fokussieren. Für die Zeit, und die du hast. Und das passiert mir öfter selber auch schon. Ich komme in einen Proberaum, will üben und ich fange an zu spielen und dann auf einmal, irgendwie Toms sind verstimmt und so. Dann fange ich erstmal an, Toms neu zu stimmen und so. Und dann sind schon mal wieder eine Stunde weg. Statt dass ich mich auf das konzentriert habe, als was ich eigentlich machen wollte. Genau. So. Und dann bin ich statt 2 Stunden auf einmal 4 Stunden drin. Genau, Time Management. So, was willst du üben? Was ist der Ziel für diesen Tag oder diese 3 Stunden, die du hast? Oder 1 Stunde oder 45 Minuten? Das muss nicht immer so lang sein. Genau. 30 oder 20 Minuten, aber dann wenigstens fokussiert auf das, was du dir vorgenommen hast. Genau. Ja, und ich würde sagen, das habe ich mir notiert. Und sehr, sehr lustiger Tipp. Also auf jeden Fall. Das gefällt mir auch immer sehr gut. Machen wir jetzt? Wir machen weiter. Ich weiß nicht, was spielen jetzt. Also wir haben Scott Gateway to Creativity and Riccardo Merlini, The Killer's Beat Secret. So, I don't know. Schwierige Entscheidung. Schwierig, ja. Wir werden versuchen, uns beides mal anzugucken. Okay. This beat, this kind of way to shake my hands that fast, just messing around many years ago. I was looking for some more speed, talking about singles of course, and also to get my left hand a little bit stronger, because I wasn't that fast. So it's not a gift. I mean, it didn't. I don't have any special trick or anything like that. I wasn't born, as a blessed guy with a lot of speed. I was a normal drummer, in terms of speed. So I started to incorporate some finger motion, like bending the fingers, like everybody, And I realized that I was a little bit faster, so it was working at that time, but not with my left. Look, I can't. A little bit
But if you pay attention, you will notice that I'm twisting my wrist naturally. So I thought, maybe that's the point. Maybe that's the thing that I should develop. So, starting with the left hand, this kind of motion is like a connection between fingers and wrist. So it's not just fingers. I can be fast with my right hand with fingers. But once I rotate my wrist in this way, I can get way more faster than this. Riccardo Merlini. Riccardo Merlini, ich glaube ursprünglich Aus der Nähe von Venedig. Genau. Und er hat eine Sonder-Speed-Technik und hat uns ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Also es gibt bestimmt eine Bewegung in der Handgelenk. Im Handgelenk, genau. Genau, und irgendwie man trainiert diese Bewegung. So I use to keep my thumb fixed on the surface as a pin, you know, because it's the extension of the stick, like this for me. And then I only do this simple motion. I also block or tell the guys to block the thumb down because you will start bouncing after a second. So in this way, you will get the right motion from the wrist, which is this and not the common one that everybody used to play, like me, you know. If I need to play a paradiddle, I don't keep, you know, my hands like this. Also ziemlich interessant. Also ich glaube, kann man haben, natürlich. Zumindest für Metal und so, für Blastbeat. Es ist auf jeden Fall nützlich. Aber von allein finde ich nicht so ganz interessant. Also wenn man den Groove verliert oder wenn man nur pur Speed spielt. Naja, also es ist eine gute Technik für Sachen, die man auf der Snare spielt, weil man da sehr viel Kontrolle hat. Noch mehr als mit der Standard-Meller-Technik, aber es ist natürlich auch immer eine Geschmackssache für jeden. Es gibt nicht die eine Technik für jeden Drummer. Genau. So, ja, ich werde es demnächst mal testen. Ja, testet das, weil ein bisschen mehr Geschwindigkeit ist immer gut und es ist noch ein neues Trick. Also du kannst immer verwenden diese Geschwindigkeit, also nicht die ganze Zeit. Das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Ich würde das nicht mögen, die ganze Zeit ein Lied, Blastbeat, aber auf jeden Fall interessant und der Typ auch sehr sympathisch. Und wir machen gerade Pause. Hier ist ein typischer Bratwurst. Standard German Food. Und ja, dann, was haben wir noch im Programm? Wir sind fast in die Mitte oder so? Ja, wir sind ungefähr bei der Hälfte. So, jetzt läuft Ralf Guske, Studio Beats and Grooves und Jasper Heubi. Wir waren gerade beim Jasper. Oh ja, Kontrabass-Spieler. Das gibt's auch nicht so oft. Aber das war für mich ein bisschen viel zu viel. Okay, Thomas, Louis Ludwig, Oddtime. Nee. Ungerade Takte. Und gerade Takte. Das ist sogar auf Also, Deutsch. Englisch-Deutsch. Und Christine Nedenis oder so. Flow. Time, Feel, Jobs and Taste. Again. Okay. Also wir haben heute viel Odd-Time-Unterricht. Also viel über Flow und so weiter. Und genau, viel Time. Naja, dann was ist deine Wahl? Was müsstest du? Ja, ich würde gern wieder beim Flow. Ja, oder? Klingt auch ganz gut. Klingt für mich interessanter. Also was ist interessant? Also zumindest letztes Jahr wir haben irgendwelche Workshops gesehen. Die Odd-Time-Workshops sind meistens schon sehr anspruchsvoll. Ja, sehr freak. Sehr theoretisch. Ja. Also Okay. Für absolute Nerds.
Ihr versucht mal einfach straight, ich lasse jetzt eine Reihe durchlaufen, erstmal gerade Sechzehntel in folgendem Tempo zu spielen. Mach's mal. Okay, Stufe 1. Jetzt kommt Stufe 2. Ihr packt da rein Akzente. Und zwar Akzente, ja, man könnte jetzt sagen wahllos. Ich würde jetzt nicht sagen wahllos, sondern so, dass die in einem musikalischen Zusammenhang zueinander stehen. Ich mache mal ein Beispiel. Auch hier ist improvisatorisch, man muss sich erstmal was ausdenken. Und wenn das ineinander stimmig ist, dann hat es einen Zug nach vorne. Jetzt kommt Stufe 2, ihr könnt den Fuß mal mit einbauen. Stufe 3. Alles improvisatorisch und hier ist ein kleines Wechselspiel zwischen Fuß und Hand. Jetzt kommen wir dazu, das ist jetzt Stufe 4, richtig? Stufe 4. Das am Kit zu verteilen, okay? 4. Stufe. Und jetzt lassen wir die Subdivision, wir haben jetzt die ganze Zeit mal 16. durchgespielt, lassen wir jetzt weg und packen so manchmal dazu, okay? Ich mache mal ein Beispiel. Ziemlich cool, sehr nett und ganz praktisch. Also sie hat einfach von vorne anfangen. Also wie kann man mit dem Part anfangen? Die ganzen Übungen so effizient wie möglich Genau. Und ganz basic und danach deine eigene Art und Weise zu entwickeln. Und vor allen Dingen auch die Übung lebendig zeigen. Genau, so ganz basic, wie man wirklich von Null anfängt zu spielen und dann mehr musikalisch und mit seinem eigenen Geschmack oder Rhythmus oder was auch immer. Groove, Flow. Ja, ganz praktisch, sehr nett. Wir machen weiter. Hier, ein Tipp, mehr. Ist die Grundfigur und das andere sind die Zwischentöne, die dann dem Ganzen so den Flow und Fluss geben. Und man muss ja, das kennt ihr ja wahrscheinlich als Bassist, immer aufpassen, dass man nicht zu viel, nicht zu wenig spielt. Wissen, was ist die rhythmische Grundessenz und was ist quasi das, was ich als extra dazugebe. Das ist echt super für das eigene Groove-Bewusstsein. Denn manchmal muss man ja doch ein bisschen, will man ja doch Action dazugeben. Und an manchen Songstellen muss man sich aufs Wesentliche reduzieren. Das heißt, wenn man an einer Bassline, die einem selber gefällt, definieren kann, hey, das sind die, ich sag mal, die Ecktöne des Groupings und der Rest, das sind so Zwischentöne, aber die könnte ich vielleicht auch weglassen. Vielleicht kriege ich ja dann meine Grundidee des Riffs noch passender in die Band. Also der Bassist war Philipp Rehm und hier drin war... Also er war gut, aber ich muss hier auch ein bisschen sagen, von die organisatorische Seite. Das ist dieses Jahr viel mehr Drum orientiert. Ja, auf jeden Fall. Bass, die sind in eine kalte Ecke gerutscht und passiert nicht viel da. Aber das war auch eigentlich der erste Hintergedanke dieses Festivals. Also es hat vor 4 oder 5, sogar vor 8 Jahren, glaube ich, angefangen als reines Schlagzeugfestival. Okay. Und später kamen dann die Bassisten dazu. Okay, dieses Jahr war es nur Schlagzeug. Drums. So. Aber wir wollten, also der Typ war auf jeden Fall nett, aber wir haben hier ziemlich viel verpasst von Richard Spaden. Das war Contemporary Techniques. Und
Und das war auf jeden Fall Hip-Hop dabei und viele Tricks. Und die paar Minuten, die wir mitgekriegt haben, waren Echt gut. You can hear that there's something going on there, isn't there? Also sehr gut. ganz positiv ist. Aber er spielt dann noch mit seiner Band. Genau, er spielt eine halbe Stunde hier mit die ganze Band. Wir sind hier immer noch. Geiles Licht. Also auf jeden Fall diese Location, Objekt klein a, ist ziemlich alternative. Auf jeden Fall. Wir haben hier einen kleinen Booth gefunden. Also wir sind schon fast komplett durch. So, alle Workshops und so sind schon vorbei. Jetzt ist Zeit für Konzerte. Und das letzte Highlight und Überraschung für uns war ein Band-Workshop. Das habe ich vorher nicht gesehen, oder? Letztes Jahr gab es das nicht, nein. Wir haben David Rodek entdeckt mit Judith Clark. Aber das, so. war das direkt beim Workshop? Nee, das war eigentlich Bass-Workshop und Drum-Workshop. Sie haben aber immer, immer sich abgewechselt. Genau, mitgespielt oder so. Aber diesmal ist es sogar angekündigt als Band-Workshop hier. Und das war echt cool. Also das gucken wir uns auf jeden Fall dann nochmal an. Ja, also sehr interessant. Sie spielen elektronische, ein bisschen, ich weiß nicht. Das ist schwer einzuordnen. Aber auf jeden Fall haben also viel Funk, R&B-Einflüsse, Elektro, Hip-Hop. Genau, und was interessant von dieser Band ist, dieser Workflow und Beziehung sogar. Also die fangen an mit irgendwelchen Klicks oder mit irgendwas im Hintergrund und dann jammen einfach drauf und sie wissen nicht genau, was sie spielen. Und, aber weil die so eine gute Verbindung haben als genau, Gruppe, und dann ganz wichtig auch. ist die Kommunikation. Der Keyboarder, denken wir, ist irgendwie die Glue. Der Connector, der Kleber zwischen allen wie er die Verhältnisse auf die Bühne und wie er den anderen angeguckt hat und so. Das war, denke ich, ganz wichtig. Der Schlagzeuger war auch sehr gut und auch Dozent. Also der Typ hatte auch Lehrererfahrung auf jeden Fall. Genau, und man merkt, also auf jeden Fall coole Leute, gute Entdeckung oder Überraschung sogar. Und ja, wir sind schon fast durch. Jetzt ein bisschen mehr Konzert und Jam und Bier. Und ja, bis später. Bis dann.
Bueno, pues esto ha sido todo desde el Drum and Bass Festival de Dresden. Das war alles aus dem Drum and Bass Festival Dresden. Boah, also ein bisschen müde, die ganze Zeit. Ganz schön Hier fertig, ja. ist es schon dunkel. Ich muss eine andere Brille verwenden. Tja, Fazit von dieser... Von heute, das ganze Festival Wow. ist auf jeden Fall sehr lehrreich gewesen. Auf jeden Fall. Sehr gut durchorganisiert. Ich glaube sogar besser als letztes Jahr. Ja. Auf jeden Fall sehr inspirierend, würde ich sagen. Und viele Überraschungsacts. Ja. Also, was wir nicht erwartet haben. Also wir sind eigentlich ohne Plan dieses Jahr hergekommen. Genau. Also ich außer werde, ich wollte sowieso wegen Benny herkommen. also ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr dabei sein. Ich glaube, dieses Jahr gab es ein bisschen wenig Leute. Weniger, aber es hat der ganzen Stimmung nicht schlecht getan. Nee. Also die Stimmung war trotzdem konstant mega gut. Gut, dann wir verabschieden uns. Nos vamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bis zum nächsten Mal. Abonnenos al canal y hasta la próxima. Chao. Elige un vídeo para empezar. Vamos, que no tengo todo el día. Si no vas a hacer clic, al menos dale a suscribir, ¿no? ¿Te lo pensaste mejor? Me decepcionas. Bueno, vuelve en otro momento.